So, wo können wir hin? Das hier ist neu. Das ist unser Buchladen, das ist nicht weiter wichtig. Okay, na dann. Auf geht's zum Friedhofen. Ein neuer Ort. Und ich drücke mal kurz Space. Meine Fresse, dieses Spiel ist ja echt... gibt viel zu sehen. Der Himmel hat einen Cut. Das ist natürlich auch schade. Da hat wohl die Skybox ein Problem. Oder ist das eine Schnur, die da gespannt ist? Wer weiß das schon. Okay, also wir haben den Wachmann, der schon nicht mal mehr einen Namen hat. Also ist er wahrscheinlich gar nicht so wirklich wichtig. Ein Standbild. Ja, das sehen wir, dass sich das nicht bewegt. Und ansonsten gibt es viel zu sehen. Ich fange links an und dann drücken wir uns einfach mal durch. Hier wohnt Ross aus Friends. The name Ross is inscribed on this old tomb. My family's tomb is down that way, past the Ross tomb. Aha. Wie, sein Familiengrab ist da unten. Ich dachte, er kommt ursprünglich aus Deutschland. Habe ich wohl das falsch A verstanden. stone angel stands silently before a tomb. Oh, die weinenden Engel, da steht einer. Gut, der Baustein. Wir nehmen den Near the Baustein. Laveau tomb is a piece of red brick. Undoubtedly a cast-off from spiritual graffiti writers. Aha. Ich nehme ihn mal mit. Mal gucken. Vielleicht geht das ja. Tschüss, Wachmann. Ob ich jetzt die Chance verpasst habe, mit dem Wachmann zu reden? Der kommt bestimmt gleich wieder. Wir haben einen Stein mitgenommen. Den gucke ich mir jetzt doch nochmal an. Stein, Stein, Stein da oben. It's a piece of brick. Oh, das ist aber jetzt... Ich will das näher anschauen. Das kann ich nicht. Okay. Gut. Was haben wir hier noch? Markierungen. Oh, ich wollte ja links anfangen. Okay, Grabkammer. Wir gucken This uns einfach tomb an. almost looks like a little house. But I wouldn't want to live there. Noch ein The Standbild. marble denizens of the cemetery only stare back blankly. Pflanzen. Here and there in the cemetery, straggly plants grow in stone planters. Ja, das sind natürlich auch sehr trostlose Friedhöfe, wo solche Kisten Gabriel rumstehen. doesn't need any more houseplants. Okay, mitnehmen kann ich die Pflanze nicht. Ausgang zu... I don't need to go visit the family tomb today. Es geht wirklich um seine Familie, ne? Ja. Himmel, den kann man nämlich anschauen. St. Louis Cemetery Number One is one of the most historic and beautiful places in the quarter. Engel. An angel with a cross stands guard over one of the tombs. Das ist der Typ da hinten. Okay. Markierungen. Oh, da kann man den Stein gegenwerfen. Odd-looking marks adorn the Laveau tomb wall. Kann man die aufzeichnen? Gabriel can't take the marks with him that way. Aha, nicht auf diesem Weg kann er das mitnehmen. Dann vielleicht auf diesem Weg. Ja. Die nehmen wir mal mit und dann lassen wir uns von den Museumstypen I erklären, want was a das copy of ist. these strange marks. Ach du Scheiße, okay, das sieht auch nach einem blöden Rätsel aus. Okay, mehr als die Markierung kann ich nicht. The marks are reddish in color and remind Gabriel of crosses. They look like they've been here a few days at least. Okay, hier gibt es aber noch mehr. Also, gab es wohl irgendwie noch? Kann man hier Gabriel irgendwas machen? can't take anything. So, wir haben das hier offensichtlich schon. Hat das funktioniert? Voodoo Code. Das ist schon so It's ein... Gabriel's sketch of the series of crosses from the Laveau tomb. Okay, alles klar. Gut, wir haben also das mitgenommen. Schild. Opfergabe. Food, trinkets, and more unsettling things have been left at Marie Laveau's tomb as offerings from believers. Kann ich da was von No mitnehmen? thanks. Gut, beruhigt mich. Schild. A plaque on the tomb reads, Laveau. Laveau. Grabkammer. New Orleans is famous for its above-ground tombs. The high water table prevents bodies from being interred underground. Okay. This is the tomb of Marie Laveau, Voodoo Queen of New Orleans.
The tomb is securely closed. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir müssen da irgendwie noch rein. So, noch mehr Himmel. Wahrscheinlich derselbe. St. Louis Cemetery. Yep. Ja, dann gucken wir uns da noch ein bisschen um. Grabkammer. New Orleans is famed. Ja, okay. Vase. Vases seem to be a favorite decoration for the dead. Der Wachmann ist übrigens weg und These would kommt nie wieder. seriously clash with my decorating scheme. Okay, die Vasen kann ich nicht mitnehmen. Das ist auch in Ordnung. Dann muss This man old nicht. tomb is in a sorry state of disrepair. Aber There's probably no one left in the family to maintain it. ich kann damit No reden. way. Something might answer. Ja. Doch nicht. Grabkammer, Grabkammer, New Grabkammer. Orleans is famous for it. Okay, das ist ja überall dasselbe. Da hinten auch Grabkammer. New Orleans is Okay. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich ein paar Sachen... Ah, man kann da lang gehen. Ja, noch mehr Grabkammer. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich... most of the plaster has fallen away over the years to reveal walls of red brick. dass ich ein paar Sachen nicht anklicke Most of the plaster, und dann irgendwas übersehe. with a few exceptions, these tombs are all beginning to look alike. Schön. Grabkammer, das... This old tomb has a sword carved into the stone wall below the name of the deceased. This tomb is smaller than most others in the cemetery. Kind of a pup tent for the dead. Ah, da geht's zur Wrights Grabkammer. Man kann hier richtig rumlaufen. A Engelstand. stone angel leans down to gaze at something unseen. Noch eine Two Vase. enormous vases flank the front of the Getty tomb. Geddy. Ach, das war doch die Tante, die wir noch befragen müssen. Ich gehe mal davon aus, da müssen wir noch Gabriel hin. looks at and in the vases, but he doesn't see anything he wants to take. Schalter. There's Ich a glaube, small das wird noch- marble plate near the tomb doors. Interessant, wenn wir mit der Tante da gesprochen haben. Das haben wir ja bisher noch nicht getan. Grabkammer, Grabkammer. Gucken wir uns das The jetzt mal an. imposing tomb is elaborately labeled Getty. Tür. Two heavy, solid marble doors provide an entrance to the tomb. Okay, nachdem es hier einen Schalter gibt, werden wir wohl irgendwie da rein müssen. An angel draped dramatically over a stone plinth marks the entrance to a large tomb. Alles klar. Gut. Also, da müssen wir wohl noch hin. I don't need to go visit the family tomb today. Aber das sind noch die Wrights und nicht die Knights. Na gut, nicht today, wahrscheinlich morgen dann. Eines Tages werden wir wohl die Familie besuchen. Ach, da ist er wieder. Gut, dann reden wir jetzt doch noch mal mit ihm. An Erstmal. old man tends the cemetery with movements akin to a slow draw. Er hat ja Zeit. Reden wir mal mit ihm. I'm sorry to bother you. You got something to say, son? Ach, du grüne Neun. Die Gesprächsoptionen werden immer mehr. Wir fangen mal vielleicht einfach da an. What can you tell me about voodoo? They say it was part of an old religion from Africa, brought here by slaves. Das ist richtig. What can you tell me about voodoo? I don't really care to talk about it. I don't do it none myself. Okay, alles klar. Wir können natürlich direkt mal mit den wichtigen Punkten, weil er ist ja hier zuständig für die Grab. Do you know anything Ordnung. about Marie Laveau? Sure. She was the voodoo queen of New Orleans, a powerful voodooian and a powerful sorceress. Believers still come to her tomb, you know. They write secret marks on the walls, leave offerings. They're names of tourists. They come out of curiosity. As a matter of fact, that big Dr. John fella from that voodoo museum, he's here at least once a day. Ach, schau, der kommt öfter hierher. Marie Laveau's tomb isn't the only one the believers visit and make markings and leave offerings at. What else? You Das said interessiert mich there jetzt. were other mock tombs? Yep, I've seen bull hearts left on tombs and a nest of vulture feathers, plates of peas and congreve. Animal parts, human parts even, it look like. Male parts, if you get my meaning. And this is one of the great family crypts, mind you.
odd how them types just pick a spot and stick to it. Interessant. Aha. Gut. Der Reihe. What do you know about the voodoo murders? Isn't it just awful, them finding those bodies with the voodoo things around them? I don't think there's any real voodoo going on. Somebody trying to cover their tracks is all. What do you know about the voodoo murders? I told you all I know about that. Okay. Ja, würde jetzt auch nicht erwarten, What dass er can you viel tell weiß. me about Narlins? Seem like everyone wants to visit Narlands at least once in their lives. And they love the cemetery tours. I see tourists in here every day of the year. Okay. What can you tell me about Narlins? There are lots of things to see here, but none as beautiful as St. Louis Cemetery Number One. Na dann. What can you tell me about Narlins? If you want to know more, you should ask someone else. Okay, also. Er hat den besten Arbeitsplatz der Welt, weil das ist der schönste Ort in ganz New Orleans. Do you know anything about snakes? Snakes? I see snakes around here all the time. Most of them aren't poisonous, of course. I don't mind snakes myself, but lots of folks are afraid of them. Okay, von ihm können wir, glaube ich, auch nicht so wirklich Anything viel about erwarten. snakes? I told you all I know about that. Dachte ich mir schon. So, aber jetzt, vielleicht weiß er, obwohl er hat sich jetzt auch nicht What's so the mit der significance of Voodoo-Geschichte St. John's auseinandergesetzt. Where St. John the Baptist is the patron saint of voodoo. Ah, Sometimes we get weird goings-on in the cemetery on that night. More often on a few nights before. People taking grave dirt, bones, and who knows what. That's pretty disgusting. Yep. Don't know what they do with them, but it can be pretty. interessant. What's the significance of St. John's Eve? I told you all I know about that. Der Joachimstag. Ich bin nicht sicher, ob sie das so schick übersetzt haben, wie es sein sollte. Do you have any idea what Cabri Sankal means? Nope. Can't say that I do. Ich mache hier gleich Google auf, wenn das jetzt so weitergeht. What else can you tell me about Marie Laveau? Put tombs on all our tours. Even the Baptists come round here to gawk. Of course, you may not know this, but some of the real serious voodoo types argue that she ain't in this one at all. Down in the unmarked tomb in number 3. Ach, It's all the same to me, I say. Saved me a lot of cleanup work if she weren't here, if you ask me. Do you know anything about animal masks? I don't know what you're Yeah. talking about. ignoriert den Hund. Entschuldigung, kurzer Cut wegen dem Hund, der Nachbar und so. Ihr kennt das ja schon aus den anderen Streams. Und wir fragen ihn mal ein bisschen was über sich selber. Tell me about yourself. My name is Toussaint Gervais. I'm the watchman here at St. Louis Number One. What exactly do you do here? Oh, I keep the place tidy, of course. A big part of my job, too, is looking out for the grievers, you know. People come to pay their respects, and they need looking out for. Sometimes they so grief-bound, they don't know what they doing. Das ist natürlich süß. Okay, what else? Tell me about yourself. That's about all there is to say. So, jetzt der erste Tell me Friedhof. something about St. Louis Cemetery, number 1. You know why the dead are buried in tombs and not in the ground, don't you? The water table's too high. Them coffins will float right out of their graves. Ah, them dead will go floating right down into the Coda. Of course, if it were Mardi Gras, nobody'd even notice. It's a historical place. People buried in here from the Civil War. Back further, too. Take a look around. You'll see. Tell me something about St. Louis Cemetery, number 1. Just look around. You'll get the feel of the place. What other tombs got marked?
Can you show me? No, I ain't one for naming names. I don't like to encourage that kind of thing. It's distressing to the families, and rightly so. Ich sehe da was auf uns zukommen. Da hat der Gabriel mit seiner Frauenversteherart wahrscheinlich ein ganz gutes You been working Mädchen. here a long time? Longer than you've been alive, son. I may perhaps be here longer than you'll be alive, for that matter. Kind of a quiet job you got, isn't it? Most of the time, yeah. They act up some at the full moon, though. You must enjoy the company of dead folks. Unlike the living, they ain't never given no reason to dislike them none. How's business today? About like every day. It's what you call a seller's market. Alright, so, wir haben alles gesehen, alles gehört. Dann gehen wir mal wieder. Ich denke, wir haben auch hier auf dem Friedhof alles erstmal. Die ganzen Grabkammer. Ich habe befürchtet, dass wir sie alle anschauen müssen, weil es sind ja noch welche markiert, sagt er. Dann müssen wir sie vermutlich alle mal anschauen. Den Mülleimer, den kennen wir noch The nicht. old man is apparently doing some cleanup work. Ah, alles klar. Und wir nehmen ihn Seeing mit. as how this is a cemetery, Gabriel doesn't really want to know what all is in that trash can. Okay, da ist die Wrights. Ja, jetzt habe ich es verstanden. Okay, also die Geddes, das ist die große da rechts. Und die Wrights sind wohl wir. Obwohl wir Knight heißen. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Und ein paar davon sind eben, wie gesagt, nicht im Gabriel. I don't need to go visit the family. Okay. Ja, ein paar sind noch markiert. Keine Ahnung, was das bedeutet. Wahrscheinlich werden wir da im Laufe des Spiels noch drauf kommen. So, dann haben wir das ja auch gesehen.